Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und ich muss schon wieder ein Video machen und zwar diesmal über Band of Honor. Und ja, wir kennen alle das alte Turnier, das Sperrzonenturnier. War eine gute Sache an für sich. Es wurde halt über die Jahre nicht bearbeitet und es wurde immer, ja, man konnte immer schon sehen, wer gewinnt, weil die großen Server haben den Sieg unter sich ausgemacht. Da haben die Entwickler eine richtig gute Idee gehabt mit Band of Honor. Und zwar, dass jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen, Belohnungen zu erhalten. Und natürlich auch so weit vorzudringen, dass man auch richtig gute Belohnungen bekommt. Aber was ist Band of Honor? Ich habe keinen Plan. Ja? Ich habe mich registriert, ich wurde registriert, mein ganzes Team war registriert, aber ich habe nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war total verbuggt und fehlerbehaftet. Wir gucken uns das mal genauer an. So, und dann sehen wir hier oben die ganzen Reiter. Ja? Also erstmal an die Entwickler, wenn sie das Video sehen, das müsste überarbeitet werden. Man sieht hier ja überhaupt nicht durch. Also hier steht, in 12 Stunden beginnt ein Match, eine Showcase-Stage. Ja, was heißt das? Ja, bin ich dabei? Nö. Hier bin ich auch nicht dabei, hier bin ich auch nicht dabei, hier oben bin ich auch nicht dabei. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht und hier auch nicht. Okay, gut, jetzt mag sich jeder denken, ja, das war's. Ja, das ist die Oberfläche. Es wird kein Datum angezeigt, es wird ein Countdown angezeigt. Wo bin ich? Bin ich jetzt P1, bin ich P2, bin ich P3? Das ist hier nicht ersichtlich. Ja? Dazu müsst ihr hier auf Warfront auf das Icon raufklicken. Dann kommt ihr zu einer Webseite, die wird im Spiel geladen. Und dann seht ihr hier, ja, Übersicht, Zeitplan und die Belohnungen. Beim Sperrzonenturnier war der Vorteil, dass immer ein Clan teilgenommen hat. Ja, wenn der Clan gewonnen hat oder weit nach vorne gekommen ist, gab es richtig gute Belohnungen, auch für die Spieler, die nicht daran teilgenommen haben, weil die ja ein Teil des Clans sind. Ja, mit Band of Honor ist es so, dass Teams ausgewählt werden und wenn du jetzt einen Clan hast, der wenig aktive Mitglieder hat, hast du schon mal geringere Chancen, weit in diesem Turnier zu kommen. Wir gehen mal auf die Übersicht. Und ja, wir sehen jetzt hier Anmeldung, Qualifikation, Gruppenphase, K.O.-Phase und Finale. Ja? Anmeldung, wir haben uns alle angemeldet, alles schick. Ja? Wir haben zwar nicht gesehen, dass wir angemeldet waren, aber wir waren erstmal drin. Ja? Wir haben nicht gesehen, welche Stufe wir sind oder in welcher Gruppe. Sind wir P1, P2 oder P3? Haben wir nicht gesehen. Dann kam die Qualifikationsphase. Da kann man rauftippen auf das Wort und dann sieht man die ganzen Teams. Es gibt 768 Teams. Ne, ihr könnt euch euer Team hier raussuchen. Man kann auch auf ein Team raufklicken. Wir gehen mal hier auf ihn hier und dann sieht man natürlich die Mitglieder, die dort im Team drin sind. Der Teamanführer steht immer ganz oben. In diesem Fall ist es Gili vom Server 20.174. Dann gehen wir auf die K.O.-Phase. Hier sehen wir schon, sind ein paar Server dabei. In der P3, in der P2 auch und in der P1 auch. Hier ist der Sith-Clan. Oh, hier ist Skola, Bullseye, Mandalorian. Gegen wen spielen die denn? Gegen King. Ah, Surprise, Fireman und Lockdown. Ja, Grüße gehen raus. Wen haben wir denn hier noch? NSFC. Ah, hier, IMAX, Jinwo Sung und einem NSFC. Gegen wen spielen die? Gegen Dark. Dark ist doch Shiro und Cat. Oh, viel Glück. Ne? Und dann haben die Entwickler, oder habe ich vorher gehört, dass man sich diese Finals anschauen kann. Ja? Dass man zum Beispiel, ich als YouTuber kann das entweder live streamen und kommentieren, obwohl ich nicht daran teilnehme, weil ich bin ja Zuschauer. Aber diese Funktion sehe ich noch nicht, dass sie überhaupt funktioniert. Ich bin da mal gespannt. Ja, wie gesagt, das ist dann die Übersicht. Ihr müsst immer gucken, seid ihr P1, P2 oder P3. Aber wie gesagt, viele haben nicht gespielt, viele haben einfach die Belohnungen in das Postfach bekommen und damit wurden die abgespeist. Ne? Ist so nicht in Ordnung. Dann habe ich noch einen Spieler, ein kleines Interview gemacht, Shadowshine, Grüße gehen raus. Er hat mal so die Vorteile und die Nachteile des Turniers aufgeschlüsselt. Und zwar schreibt er positiv. Ja? Was ist positiv an diesem Turnier? Er schreibt, es ist lobenswert, dass man wenigstens versucht wird, etwas frischen Wind ins Spiel zu bringen. Ja? Ja, das ist richtig. Ne? Also, wo ich das gehört habe, dass es ein Turnier geben soll, ein neues, habe ich auch gedacht, oh, perfekt. Ja, also wenn da viele Spieler daran teilnehmen können, alles funktioniert reibungslos, jeder kriegt Belohnungen, nicht nur die Starken, weil auch in diesem Turnier die Starken kommen ins Finale, kriegen diese Coins und mit diesen Coins können sie sich ja dann die Rathaus-Skins kaufen. Das schauen wir uns nachher auch nochmal an. Wir alle kennen das von Anfang an. Es war schon drin in den Köpfen, RZT, suchst du deine Zeit aus, die Zeit stand auch da. Wenn ein Spieler nicht konnte, hast du einen Auswechselspieler gehabt, das ist kein Problem, das lief alles wunderbar. Ne? Die Übersicht war gut, jeder hat durchgesehen, alles perfekt. Aber jetzt zur Zeit, ja, Kraut und Rüben. Okay,
Dann schreibt er zum alten Sperrzone-Turnier, dass es immer, ja, es war immer das Gleiche. Na? Ja, das stimmt, es war immer das Gleiche. Viele haben Beschleuniger genommen, die Starken haben gewonnen und sich die guten Belohnungen ergattert, sage ich mal so. Dann schreibt er noch, positiv an dem neuen Turnier ist, die Wale können keine Beschleuniger nehmen. Negativ an diesem Event sagt er, die Beta hat null funktioniert und hatte nur Probleme. Ne? Denen stimme ich zu. Und nach dieser Beta wurde sofort das Event implementiert, ohne vorher die Fehler zu beheben. Ja, das ist auch richtig. Und da muss ich den Entwicklern auch mal sagen, wenn ihr was Neues ins Spiel bringt, müsst ihr das auch groß ankündigen. Ja, ich kenne viele Online-Games, wenn da mal eine Patch-Note rauskommt, da steht ja alles haargenau. Ne? Jeder Spieler kann sich darauf vorbereiten, weiß, worum es geht. Aber hier wird einfach ein Event reingeschmissen, wieder rausgenommen, reingeschmissen, hier habt ihr. Also die Kommunikation zwischen Spieler oder zwischen der Community und den Entwicklern, die muss deutlich verbessert werden. Und dann sagt er noch, dass die Uhrzeiten total fatal sind. Man sucht sich Uhrzeiten aus, ne? Zum Beispiel 19 Uhr oder 12 Uhr UTC oder keine Ahnung, 15 Uhr UTC. Und das System sagt, okay, du spielst 2:30 Uhr, ja? Also jetzt europäische Zeit. Wieso? Wieso 2:30 Uhr? Da schlafen alle, ne? Man stellt sich doch keinen Wecker für 30 Minuten Online-Gaming. Also, keine Ahnung, ja. Stimme ich hinzu, die Zeiten, die sind Käse. Dann haben die ersten Spiele nicht gezählt, das heißt, die hätten wiederholt werden müssen. Ja, wurde es aber nicht. Es wird einfach gesagt, Sieg oder Niederlage und das war's. Er schreibt ja noch, dass die Zeiten überall oder immer stattfinden können. Ob am Wochenende, in der Woche, 2:30 Uhr, 9 Uhr morgens. Früher beim Sperrzone-Turnier wusste man genau, okay, es ist Wochenende. Und am Wochenende habe ich dann und dann Zeit, da findet das Spiel statt, das passt. Das konntest du planen, aber hier kannst du gar nichts mehr planen. Dann schreibt er, weiterhin kann man keine Austauschspieler registrieren. Ja, das ist schade. Bei den 30 Spielern im Sperrzone-Turnier war es nicht ganz so schlimm, wenn ein Spieler gefehlt hat. Und bei 10 Auswechselspielern hat man immer einen Spieler gefunden, der dann einspringt. Das war ein großer Pluspunkt im Sperrzone-Turnier, dass aktive Spieler, die nicht daran teilnehmen konnten, ausgetauscht werden konnten. Ne? Bei vielen Matches waren kaum Spieler anwesend, weil es total unübersichtlich war, wann genau das Spiel jetzt stattfindet. Also keiner weiß, wann die Spiele stattfinden. Ja? Keiner weiß, wo er hier tippen muss. Dann schreibt er, die Preise für die Skins sind auch etwas hoch. Wenn man die Belohnungen sieht, braucht man als schwächeren Clan mehrere Band of Honor Turniere, um einen Skin zu bekommen. Das stimmt. Ja? Also die großen Spieler haben natürlich die Möglichkeit, ins Finale zu kommen oder auch kurz davor. Die kriegen die Coins und mit diesen Coins können sie sich die Skins holen. Kleinere, mittlere Spieler müssen, ja, wenn das mal funktionieren sollte, Monate oder Jahre spielen, damit sie die Coins zusammenbekommen, um sich da einen Skin rauszuholen aus diesem Shop. Und den Shop können wir jetzt mal kurz angucken. Also 10.000, diese Medaillen braucht man, um diesen Skin zu erhalten. Genau, weitere 8.000 für diesen Skin und dann geht es immer so weiter. Ne? Und 10.000 Coins. Halleluja. Dann gibt es hier unten noch ein paar Popelbelohnungen. Ob wir die jemals kriegen werden, ich weiß es nicht. Wieso machen die Entwickler das nicht so? Die behalten das Sperrzone-Turnier und implementieren die neuen Dinge in das Sperrzone-Turnier mit rein. Ne? Keine Beschleuniger, mehr Teilnahmen, Teams und ja, die Oberfläche, alles gleich. Ja? Aber naja, gut. Ja, und er schreibt dann auch, dass es ein Flop gewesen ist. Alle waren enttäuscht, sogar die großen Wale. Und ja, das kann ich natürlich auch verstehen. Dann schreibt er noch, bevor man was tauscht, was jahrelang super funktioniert hat, sollte man doch lieber erstmal alles testen, bevor man es schnell implementiert. Aber Hauptsache, es gibt neue Smileys. Bugs, die es seit Seasons gibt, die werden nicht behoben, sondern weiterhin wird irgendwas gebaut mit einer K.O.-Phase, was nicht richtig funktioniert. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, die Benutzeroberfläche, die muss dringend überarbeitet werden. Ja, LWC gibt es nicht mehr, Lines v Cross, LOS gibt es nicht mehr, ja, LZT gibt es nicht mehr. Es gibt kein Dosenwerfen mehr, es gibt kein Bingo mehr. Was gibt es noch? So viele Events, die es einfach nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja? Auf jeden Fall, schreibt gerne was in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sold Eye. So viel zu Band of Honor.